bin wieder mal in so einem schönen Zauberwald. Das erinnert mich irgendwie an diese Situation zur Zeit. Das ist der letzte Feuerlöscher, nicht Ventilator. Heute ist so richtig schönes Scheißwetter. Es regnet in einer Tour. Ja, wir wollen aber heute allerdings nach Le Marine. Die Männer bauen gerade schon unser Sonnensegel ab. Jetzt regnet es gerade mal nicht so viel, es nieselt nur ganz leicht. Und ja, dann fahren wir rüber, weil wir wollen ein bisschen was einkaufen. Die nächsten 2 Tage ist Feiertag. Alles schön, wir segeln. Mittlerweile ist es im Supermarkt auch viel entspannter geworden. Man kommt direkt rein und man kann Mundschutz tragen, aber es hält einen keiner auf, wenn man keinen Mundschutz trägt. Und man soll sich halt Hände desinfizieren und den Griff vom Wagen desinfizieren, und ansonsten ist es okay. Es ist auch wieder alles voll hier und ja, es verteilt sich ganz gut. Und es ist halt schön, dass man nicht mehr Ewigkeiten anstehen muss. Wir brauchen hier irgendwas. Auch für uns jetzt. Also von Südamerika der erste tropische Ausläufer von Starkregen. Wir bekommen eventuell noch mehr ab, aber derzeit ist damit nicht zu rechnen, sehr unwahrscheinlich. Kleine Vatertagsrunde, freilaufen, sage ich mal. Ein bisschen mal an was anderes denken. Hier ist St. Ann und hier laufe ich entsprechend lang. Da bin ich lang gelaufen über so einen Pfad und hier an dem Weg entlang, und so geht es wieder zurück. Ich hoffe, man hat es gesehen. Es sind so ungefähr 20 Kilometer. Ich müsste jetzt ungefähr die Hälfte geschafft haben. Nach 8 Uhr begonnen, 10 Uhr bin ich jetzt hier am Punkt und es war dann noch ein ganz ordentliches Stückchen auf mich. Also geht's weiter. So, zwischenzeitlich angekommen in Grande-Terre de Salines. Es dürften noch ungefähr 6 bis 7 Kilometer vor mir liegen. Wir haben es, glaube ich, irgendwas um 11 Uhr und es geht weiter. Und ich zeige euch mal, wo wir gerade sind. Ich bin wieder mal in so einem schönen Zauberwald. Das erinnert mich irgendwie an diese Situation zur Zeit. Die Zauberwald-Situation, in der wir uns befinden. Alle Grenzen sind so, hier zumindest in der Karibik, beziehungsweise geht langsam wieder auf. So richtig wissen wir nicht, was der Zauber zu bedeuten hat und was der Zauber uns für die Zukunft bringt. Heute gibt es bei uns mal ein ganz typisch Männertagsessen. Wir grillen, so wie wir es früher in Deutschland auch gemacht haben. Micha grillt gerade Kaktusklöpse und Würstchen. Ich habe einen schönen Kartoffelsalat gemacht und wir haben jede Menge Dips.
Wie war denn dein Männertag-Spaziergang? Außergewöhnlich schön. Wunderschöne Landschaft. Wenig Menschen. Viel Sonne. Viel Schweiß. Und meine alte Blase kam wieder zum Vorschein. Aber ich habe es hingekriegt. So, seit einiger Zeit sind unsere Ventilatoren defekt, oder wir wissen nicht genau, was los ist. Und heute begebe ich mich mal auf die Suche, woran es liegen könnte, ob es ein Kurzschluss ist oder ein Kabel abgerissen oder Kabel getauscht werden muss. Ich schaue einfach mal und die Reise beginnt. Mache ich oben die Decke auf, damit ich sehe, wo jedes einzelne Kabel langläuft zu jedem einzelnen Windrad. Das ist der letzte Feuerlöscher, nicht Ventilator, der an der Parallelschaltung drin ist. Gucke, ob die Sicherungen kaputt sind. Das mache ich. Nach langem Suchen habe ich gefunden, wo die Kabel alle hinlaufen. Zwischenzeitlich ist noch das Licht in der Küche kaputt gegangen bzw. ausgestiegen. Und ich habe ein riesengroßes Knäuel an Kabeln gefunden, die alle irgendwie korrodiert sind bzw. die Verbindungen abgebrochen sind. Und dieses Kabel war genau hinterm Kühlschrank. Mega schwierig dran zu kommen, aber durch eine kleine Idee habe ich dann alles rausgezogen und alle Kabel neu verlegt. Und siehe da, jetzt geht alles wieder, es funktioniert alles wieder. Ventilator geht und das Licht funktioniert auch wieder, also alles okay.